Hey Freunde, Dennis hier, aka Fragrance Dog. Moin von Sylt immer noch. Ja, heute habe ich einen Dupe-Zwilling oder ich präsentiere euch einen Duft von einer Dupe-Firma. Wie nennt man das? Dupe-Firma. Das erste Mal. Eigentlich auch auf Wunsch, weil viele gesagt haben, mach das doch mal. Normalerweise bin ich nicht so ein großer Fan. Es ist unbezahlte Werbung, ich werde es einblenden, aber ich mache für die Firma jetzt Positivwerbung. Ich weiß aber nicht, wie diese Firmen reagieren, diese Dupe-Zwillinge, aber Firmen, die Dupe-Zwillinge machen, keine Ahnung, aber ich werde ja nichts Negatives jetzt sagen, weil ich kann wirklich nur Positives sagen. Ich habe vor ein Jahr, 1,5 Jahren mal einen Dupe-Zwilling gekauft von Eclat. Eclat heißt er, glaube ich. Und zwar den 757. Und das ist der Zwilling oder der Nachbau, der Dupe-Zwilling, wie auch immer, von Relax Davidoff. Einer der besten Düfte der 80er, 90er. Hammergeil. Und ich habe ihn noch in Original. Absolut geil. Und natürlich, die sind schweineteuer. Wenn ihr sie bei eBay findet, dann muss das auch noch richtig sein, dann muss das auch nicht gekippt sein und so weiter und so fort. Das ist meiner noch von früher. Sehr, sehr geil. Lancaster hat das gemacht. Und jetzt zu diesen 757 von Eclat. Also ich kann nur sagen, top. Das Einzige, wo der Unterschied, sag ich mal, am Anfang, die erste halbe Stunde, wenn ihr beide testet, sind sie ein bisschen anders. Aber nach einer halben Stunde merkt ihr wenig Unterschied, jedenfalls ich. Und da er ist hier noch, wie soll ich das sagen? Cremiger. Er ist einfach cremiger, aber dann merkt ihr schon, dass es auf jeden Fall Relax ist. Und das wollt ihr doch auch. Das ist doch das, was diesen Duft ausmacht. Und kein Mensch auf der Straße, wenn die Leute überhaupt heutzutage noch sagen, oh, du trägst Relax. Das macht ja sonst so, auf der Straße wird das doch keiner machen, Leute. Und da, ganz ehrlich, Relax-Fans, und ich kenne Relax-Fans, und er ist wirklich gut. Ich habe positives Feedback für diesen Duft bekommen. Wie die Firma sonst ist, kann ich nicht beurteilen. Hier auf jeden Fall sehr, sehr gut. Flakon ist auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was das für eine Größe ist. Steht hier jetzt nicht drauf. Ich glaube 50. Auf jeden Fall zwischen, will ich auch nichts falsch sagen, hätte ich mal vorher gucken sollen, habe ich nicht gemacht. Ich glaube zwischen 18 und 30 Euro. Wenn ihr es falsch sagen, guckt einfach mal auf die Seite. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich hatte auch mit der Lieferung, soweit ich das aus dem Kopf noch habe, vor 1,5 Jahren, null Probleme, alles wunderbar. Auf jeden Fall, wenn ihr Relax haben wollt, weil der ist nun mal schweineteuer und einer der besten Düfte, also von Davidoff ist es der beste Duft. So, Punkt. Ich weiß, da gibt es Sino Davidoff. Ich weiß, da gibt es Cool Water. So. Und so weiter und so fort. Aber das Relax, sehr, sehr geil. Viele haben ja gehofft, dass der Davidoff One Wild, der steht da hinten, will ich jetzt nicht holen, der neue Relax ist weit gefehlt. Nicht um den schlecht zu machen, aber das ist Quatsch. Der One Wild ist Invictus Nachbau und das übliche, aber das hier ist was ganz anderes. Wie gesagt, sie sind identisch nach einer halben Stunde. Er ist natürlich, muss ich sagen, ein bisschen würziger, ein bisschen grüner, aber das wird draußen keiner merken und sehr, sehr geil. Dazu ist er cremig, das ist er hier nicht. Und ja, damit könnt ihr nichts falsch machen. Also für die Relax-Fans, für die eingefleischten Fans der Düfte von früher, guckt mal bei Eclat 757. Ja, 757. Eclat Relax. Sehr geil. Muss ich sagen, kann ich nichts anderes zu sagen. Das ist einfach so top, ist sehr, sehr gut. Also schaut mal da dran. Schaut da vorbei. Ja, und für Leute, die natürlich sagen, ne, mache ich nicht, ja, dann sucht ihn. Es ist schwer, es wird teuer und ja, ich wollte ihn schon verkaufen, weil ich benutze ihn wirklich wenig. Aber eigentlich, er muss in einer Sammlung sein. Aber ist natürlich schade, ich will ihn auch nicht kaputt gehen lassen. Aber jetzt habe ich ihn trotzdem noch und er gehört einfach in die Sammlung. Es ist genau wie Waterboard Adam und so weiter. Einfach geniale Düfte von früher. Das wird Davidoff, Job und so
nie wieder machen. So, also nochmal Eclat 757 Relax Dupe, sehr, sehr gut, in cremig, nach einer halben Stunde merkt ihr nichts. Das Original hält, glaube ich, auf der Haut allerdings 2 Stunden länger, aber hautnah, dürft ihr auch nicht vergessen. Und der hat eine gute Ausstrahlung, man nimmt den wahr, den Dupe. Also habt da keine Angst, bestellt einfach und ganz ehrlich, vom Preis könnt ihr da auch nichts falsch machen. So, das war mein Video zu einer Firma oder zu einem Dupe-Zwilling. Das wird nicht oft kommen, weil ich sonst kein Fan davon bin. Nicht, weil die nicht gut sind oder so, nein. Ich bin einfach Fan des Originals und das muss auch so sein. Verwechselt das nicht, weil viele sagen, ja, aber du hast ja von denen auch, von Aventus zum Beispiel, so viele Dupe-Zwillinge. Ja, ich bin Fragrance-YouTuber und so weiter, ich stelle die ja vor, also muss ich auch die anderen mal testen und kaufe sie und versuche natürlich auch zum Beispiel für Aventus einen besseren Aventus zu finden. Was schwierig, das Original ist das Original und so weiter. Aber ja und so weiter, bevor ich abschweife, das ist so ein Thema Zwillinge, man muss das selber entscheiden, ob man das Original haben will. Ich habe grundsätzlich das Original immer, plus wenn überhaupt den Dupe und den Zwilling dazu. So, das Original habe ich immer und ich stehe einfach auf Original. Aber hier ist es einfach so, weil die Düfte, die es gar nicht mehr gibt oder richtig schwer, da muss man leider was heißt leider, zu sowas greifen. Die Leute, die sowas machen, Respekt, da ist auch Arbeit drin und so weiter und so fort. Und ach, wie gesagt, schaut da mal vorbei und die haben noch tonnenweise andere Düfte. Für Leute, die sich auch nicht so viel leisten können oder auch gar nicht so viel ausgeben wollen, ist es auch gut. So, also dann bis zum nächsten Mal und mach's gut. Fragrance Talk.